Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute lassen wir ChatGPT entscheiden, welchen ICE wir nehmen und warum es dieses Video gibt und was die Regeln sind, erkläre ich gleich. Die Bahn hat nämlich ein neues Ticket für den Juli rausgeworfen, nämlich das 44-Stunden-Ticket. Und ich dachte mir, wir probieren das mal aus, indem wir einfach ChatGPT benutzen. Weil einige Leute haben unter dem letzten ChatGPT-Video kommentiert, dass ich das auch mal mit dem ICE machen soll. Und ich gehe das mal heute nach und wir machen das mal. Die Regeln sind eigentlich sehr einfach. Wir fahren nur Richtung Süden, weil wäre jetzt komisch, wenn wir Richtung Norden fahren. Wir dürfen uns in Städten frei bewegen, das heißt, rein theoretisch, wenn ich in Köln in Messe Deutschland kommen würde, könnte ich auch zum Hauptbahnhof fahren und von dort aus den Zug nehmen. Und wir fahren ChatGPT an einem Umsteigpunkt, wo es also mindestens eine andere Umstiegsmöglichkeit gibt. Ob wir mit unserem Zug weiterfahren oder den anderen Zug nehmen. Wir nehmen nur Züge innerhalb der nächsten 30 Minuten. Und wir dürfen gegebenenfalls schnellere Züge nehmen, wenn der Endpunkt des eigentlichen Zuges eine Endhaltestelle oder eine Sackgasse ist. Außerdem nutzen wir nur Züge des Fährverkehrs, also Züge, die mit dem 44-Stunden-Ticket nutzbar sind. IC 515 und IC 783 unterscheiden sich, indem der eine nach Richtung Köln fährt, der andere Richtung Hannover, und wir fahren mit dem Richtung Hannover. Wir haben noch nicht mal angefangen und jetzt gerade schon 20 Minuten Verspätung oder so. Und ja, das heißt, ich gucke jetzt mal, was ich mache. Der andere Zug wäre jetzt weg. Schade. Aber ich glaube, wir laufen jetzt hier bis am Bahnhof rum. Weil ich habe keinen Bock, jetzt rumzusitzen. Der Zug hat sich dann leider noch mehr verspätet. Naja, aber ich habe mir hier neue Freunde gemacht. Moin. Und dann kommt der Zug auch schließlich mit ein bisschen mehr Verspätung. Aber ja, wir steigen da jetzt einfach erstmal ein. Guten Morgen, hier ist IC nach München über Hannover. Datenzugang auf der Übrigens lasse ich einen Flex-Preis-Counter nächstes Mal laufen, der nach jeder Fahrt ausrechnet, wie viel uns das eigentlich gekostet hätte, wenn wir jede einzelne Strecke mit dem Flexpreis bezahlt hätten. So, wir sind demnächst in Hannover und das wäre theoretisch ein Umsteigepunkt. Allerdings haben wir Verspätung wegen der Weichstörung, wie bereits gesagt. Und ja, theoretisch können wir eigentlich nach Köln und Düsseldorf fahren, aber ich weiß nicht, ob ich den Anschluss noch bekomme. Und auch ob ChatGPT das will, deswegen warten wir noch ein bisschen, bis uns das Zugpersonal dann über die Anschlussmöglichkeiten in Hannover informiert. Anschluss Richtung Düsseldorf-Köln kriegen wir nicht mehr, aber wir sollen jetzt mit diesem Zug hier Richtung Frankfurt fahren. So, willkommen in Hannover. Aktueller Plan ist, ich fahre jetzt mit dem Zug, den ChatGPT ausgewählt hat. Dann steige ich aber in Göttingen um und fahre dann damit mit einem anderen Zug nach Frankfurt, der schneller ist.
Weil nach meinen Recherchen macht das eh keinen Unterschied. Und die fahren eh, glaube ich. Der andere Zug wird auch Karlsruhe fahren, deswegen steige ich einfach mal in den. Aber ich fahre mal einen Stopp mit. Jetzt geht's wieder zurück in den Bahnhof rein aufs Gleis. Und ja, unser Zug kommt auch schon. アメリカやJa, wir sind jetzt gleich in Frankfurt. Wir haben hier Umstiegsmöglichkeit zu 2 Zügen Richtung München und zu 2 Zügen Richtung Basel. Und wir sollen mit dem 1621 Richtung München fahren. From number 4 and your connecting train to Paris drives then at 11:40 from platform number 1. Cool, Papa. Ich finde auch cool, dass ihr dann zu den Berufsbezug einfach gar nichts sagt, ne? Wir erreichen Frankfurt Ausstieg hier Richtung rechts. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten und hoffen, Sie bald wiederzusehen in IC Deutschland. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Bremen. Nein, nein, nein. Hauptbahnhof. Ja, willkommen am Frankfurter Hauptbahnhof hier. Sehr interessanter Bahnhof auf jeden Fall.
Ich habe mich allerdings entschieden, statt dem 1621 den 621 zu nehmen, weil der 1621 soll ziemlich voll sein und hat außerdem ziemlich viel Verspätung. So, wir sind gleich in Nürnberg und da machen wir dann eine kleine Pause, ein bisschen was zu essen holen. Wir unterbrechen mal die 6 Moment und wie wir dann weiterfahren, gucken wir mal. Ja, willkommen in Nürnberg. Schnell was zum Snacken geholt und eine kleine Pizza. Und wir haben hier Möglichkeiten zum Weiterfahren mit dem ICE 28 und ICE 626. Und ChatGPT sagt ICE 28. So, einige von euch fragen sich vielleicht, warum hast du nicht einfach den Zug nach Berlin genommen von Nürnberg? Problem ist, da ist irgendwas auf der Strecke und ich habe keinen Bock, dann irgendwie in irgendeinem ostdeutschen Café festzusitzen und nicht mehr nach Hause zu kommen. Julian! Deswegen, ja, fahren wir jetzt so nochmal zurück nach Frankfurt. Allerdings steigen wir dann erst am Fernbahnhof, Flughafen Fernbahnhof aus oder um, falls ChatGPT es sagt. Da ich halt eine andere Strecke fahren würde, steige jetzt wieder über Kassel zurück. Aber wir steigen demnächst auch wieder um. Deswegen gucken wir mal, welche Anschlussmöglichkeiten wir haben. Unterscheidet sich lediglich dadurch, ob man über die Schnellfahrstrecke fährt oder über die langsamere Rheinstrecke. Und wir nehmen den ICE 106 über die Schnellfahrstrecke. Ja, das ist erst ein bisschen früher hier, ein bisschen umsteigen, wegen ChatGPT. Tja, leider kein Blick auf den Rhein, aber es gibt uns Zeit, uns hier ein bisschen umzugucken. Ja, der Frankfurter Flughafen, ein sehr interessanter Flughafen, wie ich finde.
Aber vor allem interessant finde ich diese ziemlich riesige Abflugstafel. Sehr viel Flüge ist auf jeden Fall sehr faszinierend, wie ich finde. Wir müssen allerdings ganz schnell zurück, um den ICE 106 zu bekommen. Und ja, der kommt auch schon. Ja, durch die kleine Verspätung, die wir auf dieser Brücke eingefangen haben, haben wir alle möglichen Anschlussmöglichkeiten verpasst, aber eine Chance gehabt, einen kleinen Blick auf den Kölner Dom zu werfen. Umstiegsmöglichkeiten sind jetzt folgende. Einmal der Eurocity 8 Richtung Hamburg, der Intercity 2 nach Dortmund und der ICE 955 Richtung Berlin. Und hier sind ja unsere Fahrgäste zwischen Bahnprofis, also immer wenn wir stehen, vor allem Brücken oder Tunnel, weg von den Türen, auf gar keinen Fall irgendwie dranlehnen oder öffnen. Eigene Sicherheit geht vor. Wir nähern uns demnächst einem Umsteigepunkt, nämlich Duisburg Hauptbahnhof, und hier sollen wir mit dem Intercity 2012 weiterfahren. Willkommen in meiner
kleinen Privatkabine hier. Flashbacks zum ersten Video. Ja genau, das ist der letzte Zug vom Experiment, würde ich sagen. Ich muss wieder nach Hamburg. Und den Zug, den ich jetzt nehmen will nach Hamburg, ab Dortmund, das ist halt der vorletzte Zug. Und wir wollen den natürlich nicht verpassen. Deswegen beenden wir jetzt mal das Experiment und fahren jetzt wieder zurück nach Hamburg und dann sage ich euch mal das Fazit, was ich vom 44-Stunden-Ticket halte. Und ja. Wir möchten uns bei Ihnen für die entstandene Verspätung entschuldigen und wünschen Ihnen trotzdem noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen, Ladies and Gentlemen. Willkommen in Dortmund. Unser Zug Richtung Hamburg steht auch schon dran, mit 20 Minuten Verspätung allerdings. Übrigens, hier ist der ICE 28, mit dem wir gefahren sind. Den hätten wir also auch nehmen können und einen schönen Blick auf den reinwerfen können. Aber naja, egal. Vielleicht ein anderes Mal. Problem und aufgrund dieser Problematik, dieser betrieblichen Problematik kann nicht festgestellt werden, ob das Gleis vor uns frei oder besetzt ist. In einem solchen Fall erhalte ich schriftliche Anordnung und muss für die nächsten 2 bis 3 Kilometer auf Sicht fahren. Das heißt extrem langsam und ich bin dafür eigenverantwortlich festzustellen, ob das Gleis vor uns frei ist oder nicht. Das dauert hier noch einen kleinen Moment, dann werden wir wieder alsbald Geschwindigkeit aufnehmen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Weiterreise und bedanke mich für Ihr Verständnis. Ja, was halte ich denn von 44-Stunden-Ticket? Kommen wir erstmal zu den positiven Sachen. Erstens mal keine Zugbindung und der Preis ist an sich ziemlich angemessen. 44 € sind dann ziemlich okay. Ansonsten jetzt zum Negativen, die Zeiten, wo man fahren kann, sind sehr komisch gelegt. Ich würde eher bevorzugen, sowas wie eine 24-Stunden- oder 48-Stunden-Variante für das Wochenende, also für Samstag und Sonntag. Und ansonsten ist halt nur für junge Menschen und ein zeitlich begrenztes Angebot. Ist halt schade. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir sind auch fast in Hamburg, deswegen gucken wir uns nochmal alles an. Ja, das ist die Strecke, die wir zurückgelegt haben. Eine Strecke von 1586 Kilometern. Wir saßen in 9 Zügen und das Ganze hat etwa 16 Stunden und 9 Minuten lang gedauert. Und der Flexpreis-Counter beläuft sich auf eine Summe von 656,40 €. Wir sind hier wieder in Harburg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und tschüss, bis zum nächsten Mal.